Hallo und herzlich willkommen zurück bei Asian Vibes. Uns hat es wieder mal nach Vietnam verschlagen und zwar nach Hoi An. Wir zeigen dir heute alle wichtigen Hotelstandorte, damit du die perfekte Entscheidung für deinen Urlaub treffen kannst. Wir gehen die Viertel Schritt für Schritt durch, von der trubeligen Altstadt bis hin zu unserem Favoriten. Ja, also wir fangen an mit Hoi An Old Town. Das ist ja auch der Grund, weshalb die meisten Touristen überhaupt hierher kommen. Die Altstadt ist wirklich wunderschön und man muss ja auch sagen, das ist die einzige Altstadt in Vietnam, die beim Krieg nicht zerstört wurde. Also es ist wirklich einzigartig und wunderschön. Ja, und es ist natürlich auch interessant, wenn man da zum Beispiel in einem der schönen historischen Häuser dann wohnen kann. Also da gibt es ganz tolle Villen, die sind dann auch etwas teurer in der Altstadt. Aber die Altstadt selbst lohnt sich natürlich auf jeden Fall. Tagsüber geht's noch mit dem Trubel, aber abends ist es dann richtig voll. Also hier sind ja super viele Touristen, also aus Asien und Europa und Gott weiß woher. Ist halt auch ziemlich gehypt, das muss man wissen. Für eine Nacht vielleicht keine schlechte Idee, aber länger würde ich jetzt in Hoi An Old Town nicht unbedingt bleiben. So, machen wir weiter mit An Hoi. An Hoi liegt genau gegenüber der Altstadt, ist mit einer Brücke verbunden und ist tagsüber ein super ruhiges Viertel, kann man eigentlich sagen. Es gibt mehrere Restaurants am Fluss gelegen, kann man gut essen gehen. Und, aber sobald die Sonne untergeht, ja, geht da die Party los. Dann die ganzen Restaurants verwandeln sich quasi in Bars oder die Musik wird extrem laut gespielt. Er ist so bekannt für sein Nachtleben, es sind viele Backpacker da, es gibt auch einige Hostels. Und ja, hat viele Bars, eine sehr lebhafte Dynamik. Und außerdem gibt es auch noch einen schönen Nachtmarkt, dort waren wir auch schon mehrfach. Dort kann man auch Klamotten Günstig einkaufen. Ja, günstig einkaufen. Aber ja, wer es ein bisschen ruhiger haben will, sollte vielleicht in die Außenbereiche von An Hoi gehen. Ansonsten kann es schon sehr laut werden. Dafür ist aber auch alles super fußläufig, ganz schnell erreichbar. So, jetzt geht's weiter mit Hoi An Stadt. Also die Hoi An Stadt liegt oberhalb der Old Town. Da geht es etwas authentischer zu, also es ist eine ganz normale Stadt, würde ich einfach mal sagen. Ist auch relativ viel los, also auf den Straßen, also der Verkehr ist nicht ganz ohne. Aber man hat halt den Vorteil, dass man da alles hat, was man braucht. Also es gibt Supermärkte, Geldautomaten, Bars, Cafés, Restaurants, also auch alles da. Und der Vorteil in Hoi An Stadt ist die Tatsache, dass es auch günstiger ist. Und da sind auch gerne Langzeitreisende unterwegs. Und ja, und man ist trotzdem super schnell in der Old Town. So, weiter geht's mit der Beachside. Viele kommen ja nach Hoi An wegen dem Old Town, aber man darf nicht vergessen, was für tolle Beaches Hoi An hat. Da wären zum Beispiel der An Bang Beach und der Kua Dai Beach. Und wenn du hier Erholung suchst in Hoi An, dann ist das genau dein Ort. Weil der Fokus, der liegt hier ganz klar auf Entspannung am Beach. Das Meer ist super, du kannst ewig lang spazieren gehen. Es gibt sehr viele gute Fischrestaurants. Ja, dann gibt es auch Supermärkte, auch die Infrastruktur ist dort oben gut. Und ja, also wir können absolut empfehlen, den Beach in Hoi An mal auszuprobieren. So, und für alle, die das authentische vietnamesische Leben bevorzugen oder gerne mal reinschnuppern möchten, denen empfehlen wir auf jeden Fall die Insel Kam Kim. Da waren wir im letzten Jahr und ist auch nicht weit weg, also alles ist hier relativ nah beieinander. Und diese Insel ist bekannt für ihre Handwerkskunst. Also da haben wir beispielsweise das Carpenter Village besucht und konnten da mal richtig reinschnuppern. Ansonsten werden da auch die Korbboote gefertigt, es gibt Fischereibetriebe und auch Matten werden dort gefertigt. Also es ist sehr interessant dort und man kommt auch ganz schnell mit den Leuten ins Gespräch. Sie sind total offen und so. Ja, und dann gibt es auch Reisfelder und richtig satte Natur, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja.
absolut auch entspannt und Ja. du kommst auch ganz einfach von Anhoi, da gibt es eine Brücke, die blende ich jetzt mal bei Google Maps ein, da ist man ganz schnell, da kann man mit dem Moped oder mit dem Fahrrad ohne Probleme drüber fahren. So, jetzt kommen wir langsam zu den Reisfeldern und zwar nach Kam Chau und nach Dra Ke, auch Vegetable Village genannt. Und ja, das sind die perfekten Reisfeldoptionen und ein idealer Kompromiss zwischen Stadt und Strand. Es ist hier super grün, total fotogen, ist auch deutlich ruhiger und es macht unheimlich Spaß durch die Reisfelder. Das sind so Wege, die man mit dem Fahrrad fahren kann. Du kannst auch mit dem Moped fahren, du kannst auch abends einen Spaziergang dorthin machen zum Sonnenuntergang. Und einfach macht total Spaß. Man trifft die Locals dort, sieht immer wieder Kühe, auch oft Büffel. Gerade abends werden die da zu den Wasserlöchern geführt und es ist eine absolute Empfehlung, dort mal hinzugehen oder zu fahren, auch wenn man nicht da wohnt, weil es ist alles relativ schnell erreichbar hier in Hoi An. So, jetzt kommen wir zum letzten Viertel, was wir dir vorstellen möchten, und zwar unseren Lieblingsort. Das ist Kam Tan. Und das ist jetzt aktuell unser Standort und wir sind super happy, dass wir diese Auswahl getroffen haben. Hier ist das Viertel berühmt für das Kokosnussdorf und die Korbboote. Und hier gibt es auch richtig schöne Ressorts direkt am Wasser und im Grünen. Und wir haben Glück, wir sind direkt hier an einem Reisfeld, also die gibt es halt auch hier. Und es macht wahnsinnig Spaß, hier mit dem Fahrrad rumzuradeln oder mit dem Roller oder einfach einen Spaziergang zu machen. Also gestern haben wir den ganzen Ort entdeckt hier. Also es ist ein kleines Dorf, wenig los, kein Verkehr, total gechillt. Ja. Und auch die Vietnamesen sind super herzlich hier. Ja, also überall gibt es Cafés, ja. In jeder Ecke. Oft hat man auch einen Kaffee mit Blick auf die Reisfelder. Und wie die Jasmin gesagt hat, das Coole ist halt hier die Ruhe und diese Gelassenheit der Vietnamesen hier. Das steckt einen förmlich an. Ja. Man ist den ganzen Tag im Chill-Modus. Ja, total. Wir feiern es total. So, und jetzt noch ein paar wichtige Infos für dich. Vielleicht denkst du jetzt, ach je, ich kann mich jetzt nicht für einen Standort entscheiden, aber da musst du dir keine Gedanken machen, weil hier alles sehr nah beieinander liegt. Also man ist mit zwischen 10 und 15 Minuten mit dem Roller schon am nächsten Ort. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, Thema Mobilität. Wie ist das hier in Hoi An? Also in Hoi An ist es so, es fahren viele auch mit dem Fahrrad hier rum. Das ist auch gar kein Problem. Oder Grab. Die App ist hier eigentlich überall erreichbar, wirklich für einen echt guten Preis. Also wenn du jetzt keinen Roller oder kein Fahrrad fahren willst, hol dir einfach ein Grab, das ist nämlich extrem günstig hier. Wir haben einen Roller, noch kurz zu Rollerfahren. Also Rollerfahren in Vietnam, hier ist Rechtsverkehr gegenüber zum Beispiel Thailand, dort ist Linksverkehr. Rollerfahren in Vietnam ist natürlich auch eine kleine Besonderheit für sich. Also man sollte nicht hier anfangen, Roller zu fahren. Ich sag's mal so, die Vietnamesen fahren etwas langsamer, wie die Thais zum Beispiel. Aber es ist am Anfang alles vielleicht ein bisschen weil in Thailand zum Beispiel Hupen, No-Go. Hier wird die ganze Zeit gehupt. Wenn du jemanden überholst, hupen. Wenn du aus der Kreuzung fährst, hupen. Die Vietnamesen, die fahren rechts an dir vorbei, die fahren links an dir vorbei. Die fahren aus der Kreuzung raus, die gucken gar nicht. Aber das ist alles, trotzdem, es passieren jetzt hier nicht viele Unfälle. Aber du musst schon ein bisschen sich da langsam dran gewöhnen, auch wenn du mit dem Fahrrad fährst. Und ganz wichtig, noch mehr wie in Thailand, je größer das Fahrzeug ist, desto mehr aufpassen, weil die haben immer Vorfahrt. Ein Bus oder ein LKW oder ein riesig großer SUV, der guckt gar nicht, der fährt einfach und da musst du mit dem Roller bremsen. Aber trotzdem macht Spaß, ein bisschen vorausschauend fahren und alles kein Problem. Ja, und wenn du, wie wir, die Reisfelder so sehr liebst, weil das hier ist richtiges Bali-Feeling, dann solltest du deine Reise auch richtig planen. Also die Reisfelder sind in einem satten Grün zwischen Februar bis April und Juli bis Anfang August. So, und jetzt noch ein paar Tipps zur Hotelbuchung. Also es gibt jede Menge Hotels hier. Bei uns war es so, wir haben den Fehler gemacht, wir haben zu spät gebucht, weil wir nicht so ganz so langfristig immer buchen wollen. Aber das war jetzt hier etwas problematisch, weil es war ja das Tet, also das vietnamesische Neujahrsfest und dann auch noch das chinesische Neujahr. Das heißt, hier die absolute Hochsaison.
Da war es ein bisschen tricky, sage ich mal, noch richtig gute Hotels zu finden. Hat aber noch geklappt, aber wir müssen jetzt auch so ein bisschen stückeln. Ist jetzt kein Drama, aber vielleicht sollte man das im Hinterkopf haben, dass wenn man jetzt zur Hochsaison herkommen möchte, dass man früh genug bucht. Und ansonsten wäre es auch wichtig, tatsächlich hier in Vietnam bei den Bewertungen ein bisschen mehr zwischen den Zeilen zu lesen, weil wir haben es selbst schon erlebt, dass jetzt ein Hotelier uns sagt dann, ja, gib doch eine 10er-Bewertung und dann kriegt man noch ein Banh Mi for free oder irgendwas vergünstigt angeboten, dass man das macht. Manche machen das halt eben auch, obwohl sie vielleicht nicht ganz so überzeugt vom Hotel sind. Das sollte man wissen, also immer gut zwischen den Zeilen lesen, sich auch die schlechten Bewertungen mal durchlesen. Und es gibt manchmal auch Fake-Bewertungen von Vietnamesen, die halt dem Hotel einen Gefallen tun wollen. Wir sagen jetzt nicht, dass das immer Standard ist, Nein. nicht unbedingt, aber schon auf westliche Bewertungen vielleicht eher achten. Und ja, und hier ist es ja auch gerade so, dass letztes Jahr gab es ja einen Taifun nach dem anderen und ganz viele Überschwemmungen. Also es war ja richtig übel hier, auch furchtbar schlimm für die Leute, muss man sagen. Hat aber auch, ja, dadurch gibt es halt eben halt auch Hotels, die Probleme mit Feuchtigkeit haben, auch Schimmel und so weiter. Also da sollte man drauf achten bei den Bewertungen, dass man da ein bisschen aufpasst. Ja, noch kurz zu den Vibes hier. Also wir haben ja eben gesagt, man soll ein bisschen aufpassen mit Google-Bewertungen und mit Booking-Bewertungen. Ja, das ist auch auf jeden Fall so. Wir möchten aber nochmal betonen, wie wohl wir uns hier in Hoi An oder in Zentralvietnam fühlen. Die Leute sind unheimlich ehrlich, offen, freundlich. Die sind auch extrem herzlich. Wir fühlen uns hier echt pudelwohl. Und wir wollen nochmal betonen, dass Hoi An nicht nur aus der Altstadt besteht. Klar, dort ist natürlich auch ein bisschen Verkaufsdruck. Die Leute wollen einem was verkaufen. Aber man sollte sich auf jeden Fall auch mal das Umfeld von der Altstadt anschauen, was wir euch alles gezeigt haben. Da kann man richtig lange Urlaub machen und es hat echt schon so ein bisschen Body-Feeling. Auf jeden Fall. Gefällt uns richtig gut hier. Ja. So, jetzt hast du natürlich die Qual der Wahl, wo du wohnen möchtest. Aber du brauchst dir da überhaupt keinen Druck machen. Du könntest ja auch zum Beispiel deinen Aufenthalt splitten oder einfach von A nach B fahren. Bist ja ruckzuck überall. Ja. Und schau unbedingt in die Videobeschreibung. Dort haben wir für dich zu jedem Viertel Links zu guten Hotels hinterlegt. Welches dieser Viertel ist dein Favorit? Schreib's gerne in die Kommentare und lass einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei der Planung deiner Hoi An-Reise. Bis dann, mach's gut, ciao. Ciao!